Heute schauen wir uns mal an, warum euch eure Videospiele in vielen Fällen gar nicht gehören und warum ihr weniger Kontrolle über sie habt, als ihr vielleicht denkt. Download-Spiele. Downloads sind bequem. Besonders mit einer schnellen Internetverbindung kann man Spiele ruckzuck auf seine Festplatte laden und loslegen. Man kann sie allerdings nicht weiterverkaufen oder verschenken. Und eigentlich gehören euch die Spiele auch nicht wirklich. Ihr habt nämlich nur eine Lizenz erworben, die Spiele immer wieder herunterladen und spielen zu können, solange der Dienst zur Verfügung steht. Sollte der Download-Dienst mal eingestellt werden, könnt ihr die vielen Spiele, die ihr mit eurem Account gekauft habt, nicht mehr runterladen. So geschehen mit dem Wii Shop-Kanal. Die heruntergeladenen Spiele laufen zwar noch, hast du aber einen Titel aus deiner Sammlung gelöscht, kannst du ihn nicht erneut herunterladen. Man sollte also im Hinterkopf behalten, dass die Möglichkeit existiert und sich vielleicht eine große Festplatte anschaffen, um mehrere Spiele vor dem Dienst aus zu schützen. Für Käufer der nächsten Konsolengeneration sieht es aber aktuell ganz gut aus, da die auf der PS4 und Xbox One gekauften Spiele auch jeweils auf der Xbox Scarlett und PS5 installiert werden können. Eure digitalen Bibliotheken sollten also noch eine Weile sicher und nutzbar sein. Man kann nur hoffen, dass alte Geräte noch lange unterstützt werden. Aber es ist auch gut möglich, dass Systeme ohne Laufwerk wie die Xbox One S All Digital Edition irgendwann nur noch ein nutzloser Haufen Plastik sind, sollte man nicht einen Haufen Spiele darauf gebunkert haben. Accounts. Wir haben alle unser Benutzerkonto bei Steam, Sony, Microsoft und vielen anderen Diensten. In diesen Accounts sind unsere Download-Spiele registriert. Das ist praktisch, denn man kann sich einfach an irgendeinem Computer bzw. einer Konsole mit seinem Account einloggen und sofort die Spiele herunterladen, die man darüber gekauft hat. Sollte man aber mal Mist bauen und bewusst oder unbewusst gegen die Lizenzvereinbarung des Anbieters verstoßen, hat dieser das Recht, euer Benutzerkonto zu sperren und euch den Zugriff für eine gewisse Zeit oder sogar für immer zu verweigern. So können wertvolle Spielesammlungen von einem Tag auf den anderen komplett weg sein. Kostenlose Spiele? Viele holen sich die monatlich kostenlosen Spiele, die im Rahmen der PlayStation Plus oder Xbox Live Gold Abos verteilt werden. Ganz so kostenlos sind diese allerdings nicht. Die PS4 und Xbox One Spiele wurden schließlich im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos erworben und dürfen nach dem Lizenzabkommen auch nur so lange gespielt werden, wie ein aktives Abo existiert. Wer also in 10 Jahren seine PS4 aus dem Keller holt und ohne PS Plus eins der kostenlos erhaltenen PS Plus Spiele spielen möchte, wird ohne Abo wenig Glück haben. Im schlimmsten Fall gibt es den Dienst dann nicht mehr und die Spiele lassen sich gar nicht mehr herunterladen oder starten. Eine Ausnahme sind übrigens die Xbox 360 Spiele, die ihr über Live Gold erhaltet. Diese können auch ohne ein aktives Xbox Live Gold Abo gespielt werden. Die sichere Disk. Wer der Meinung ist, dass er mit Spielen auf Disks komplett auf der sicheren Seite ist, liegt falsch. Viele Spiele erscheinen heutzutage in einem unfertigen Zustand. Das, was auf die Disk gepresst wurde, ist im schlimmsten Fall gar nicht spielbar. So lässt sich selbst der Singleplayer von Call of Duty World War II ohne Day One Patch gar nicht starten. Spiele wie Kingdom Come Deliverance sind im Auslieferungszustand eine Zumutung. Sollten die Server, die euch diese Patches bereitstellen, also irgendwann nicht mehr zur Verfügung stehen, wird man ohne bestehende gepatchte Installation auch mit den Disk-Versionen nicht glücklich werden. Keycodes. EA hat vor ein paar Jahren mal einen schönen Trick abgezogen, um den Gebrauchtmarkt zu bekämpfen. Da lag den Disk-Versionen der Spiele ein einmal nutzbarer Code bei, um den Online-Modus freizuschalten. Dieser wurde an euer Benutzerkonto geknüpft. Würde man das Spiel weiterverkaufen, so müsste der neue Besitzer einen Pass direkt bei EA kaufen, um den Online-Multiplayer nutzen zu können. Nach wenigen Jahren wurde diese Praxis aufgrund negativen Feedbacks seitens der Spieler allerdings wieder abgeschafft. PC-Spieler kennen eine ähnliche Praxis schon lange. Man kauft sich die Disk-Version eines Spiels, die mit einem Steam-Key daherkommt.
Die Disk kann man zur Installation nutzen. Die Verpackung mit der Disk hat jedoch nach der Aktivierung ihren Wert komplett verloren. Denn sie lässt sich nicht weiterverkaufen. Der Key ist mit eurem Steam-Account verknüpft und lässt sich kein zweites Mal mit einem anderen Account verwenden. Multiplayer AD. Eine übliche Praxis vieler Publisher ist es, die Server von alten, kaum noch gespielten Multiplayer-Games irgendwann abzuschalten. Die Spiele kann man dann, ob sie nun auf Disk oder Download gekauft wurden, einfach nicht mehr spielen. Selbst große Publisher wie EA sind zu geizig, die Server aufrechtzuerhalten. Denn Server kosten Geld. Und wenn kaum noch Spieler online sind, lohnt es sich nicht, die Server weiter zu betreiben. Außerdem gibt es dann natürlich kaum noch Leute, die sich darüber beschweren würden. Die Online-Modi von Spielen wie Burnout Revenge oder FIFA 14 sind inzwischen einfach nicht mehr da. Ihr habt eben nur für einen vorübergehenden Dienst bezahlt. Das steht sicher auch irgendwo im Kleingedruckten der Lizenzvereinbarung. The best game, our game. Musik. Wenn Hersteller in ihren Spielen Musik verwenden, die nicht eigens für das Spiel komponiert wurde, werden oft Verträge mit einer bestimmten Laufzeit abgeschlossen. Es wird also zum Beispiel bezahlt, um die Musik 10 Jahre im Spiel nutzen zu dürfen. Von eurer Disk kann man die Songs natürlich nicht verschwinden lassen, aber per Patch lassen sich die Lieder ganz einfach entfernen. So geschehen auf Steam mit vielen Stücken aus GTA San Andreas oder GTA 4. Es wurde zwar auch neue Musik hinzugefügt, aber es gibt dann einfach plötzlich nicht mehr die Songs, die man in dem Spiel geliebt hat. Wir dürfen gespannt sein, was im September 2023 mit den zahlreichen digitalen Versionen von GTA 5 passiert. Grand Theft Auto 5. Internetzwang. Viele Spiele benötigen heutzutage Internet, um überhaupt zu starten. Selbst viele reine Einzelspielertitel wie Sekiro Shadows Die Twice sind hier betroffen. Auch Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint wird eine Internetverbindung benötigen, auch wenn ihr nur Solo spielen wollt. Da nützt es auch nichts, wenn man die Disk-Version hat. Sobald ihr mit dem Internet verbunden seid, um das Spiel zu starten, seid ihr Ubisoft ausgeliefert. Das Spiel kann jederzeit in jeglicher Form verändert werden. Das können natürlich viele Verbesserungen und zusätzlicher Content sein. Es können aber auch Dinge sein, die euch nicht gefallen. Vielleicht wird eure Lieblingswaffe nach ein paar Wochen genervt. Oder das Handling eines Hubschraubers ändert sich komplett. So geschehen in Ghost Recon Wildlands. Viele fanden das gut, andere fanden es aber nun mal vorher besser. Ubisoft bietet heute Service Games, die sich über ihre Laufzeit stark verändern können. Ein gutes Beispiel ist hier Rainbow Six Siege. Es gab unheimlich viele Änderungen. Zwischendurch sollte das Spiel sogar zensiert werden, um für den chinesischen Markt passend gemacht zu werden. Hier ruderte Ubisoft aber wegen Protesten zurück. Es zeigt aber, welche Möglichkeiten die Publisher haben und auch nutzen, wenn Spiele mit dem Internet verbunden werden und laufend über Updates angepasst und eben nicht nur verbessert werden können. Zusätzlich bedeutet der Online-Zwang, dass ihr sowohl auf die Verfügbarkeit von Microsoft- oder Sony-Servern wie auch auf die von Ubisoft angewiesen seid, die alle ihr Okay geben müssen, dass ihr das jeweilige Spiel nun auch spielen dürft. Pleiten. Wenn Spieleentwickler Insolvenz anmelden müssen, verschwinden die Spiele schnell mal aus den digitalen Shop-Angeboten. So geschehen nach der Pleite von Telltale. Spiele wie Tales from Borderlands konnte man plötzlich nicht mehr kaufen. Im Fall von Minecrafts Story Mode wurden Käufer des Spiels aufgefordert, alle Episoden noch vor dem 25. Juni 2019 herunterzuladen, da der Support eingestellt wurde. Anbieter wie Steam lassen Käufer die Spiele aber normalerweise auch weiterhin herunterladen, auch wenn das Spiel im Shop nicht mehr aufzufinden ist. Ob die Anbieter dazu verpflichtet sind, ist allerdings eine andere Frage. Wer das Spiel nach so einer Pleite kaufen will, muss entweder eine lauffähige Disk-Version finden oder darauf hoffen, dass ein anderer Publisher die Rechte übernimmt und die Spiele selbst wieder online anbietet.
Streaming-Dienste. Am problematischsten wird es natürlich mit Streaming-Diensten wie Google Stadia. Natürlich hat so ein großer Service von Google das Zeug dazu, über viele Jahre zu bestehen und ein großer Erfolg zu werden. Es kann aber auch sein, dass das Ganze ein Flop wird und Google sich gezwungen sieht, den Dienst einzustellen. Die extra für Google Stadia gekauften Spiele kann man dann schlicht gar nicht mehr spielen. Sie lassen sich nicht herunterladen und woanders installieren. Denn es sind ja spezielle Streaming-Versionen, die für die Übertragung von den Google-Servern gemacht wurden. Hier kann man höchstens auf den guten Willen von Publishern wie Activision oder Bethesda hoffen, die einem die gekauften Spiele dann für andere Plattformen zur Verfügung stellen. Darauf wetten würde ich aber nicht. Download-Abo-Dienste. Ein anderes System als Google Stadia bieten Gaming-Abo-Download-Dienste, die ich im verlinkten Video vorgestellt habe. EA Access oder Xbox Game Pass nehmen eine monatliche Gebühr, um euch Zugriff auf eine bestimmte Anzahl von Spielen zu bieten. Sobald das Abo endet, habt ihr keinen Zugriff mehr auf die Spiele. Ihr müsst das Abo entweder verlängern oder das jeweilige Spiel kaufen. Das kann aber auch nötig werden, wenn euer Lieblingsspiel aus dem wechselnden Katalog der angebotenen Spiele herausfliegt. Bei diesen Diensten ist es aber immerhin leicht ersichtlich, worauf man sich einlässt und dass alle Spiele eben nur für eine feste Abogebühr geliehen sind. GOG. Ein Silberstreifen am Horizont ist der Anbieter GOG. Das ist eine Tochterfirma von CD Projekt, die für die Witcher-Reihe und Cyberpunk 2077 verantwortlich sind und sich vielen kundenfeindlichen Praktiken der Industrie entgegenstellen. Auf der Plattform lassen sich PC-Spiele erwerben, die komplett ohne Kopierschutzmaßnahmen vertrieben werden. Man kann sich also einfach die Installationsdatei der jeweiligen Spiele herunterladen, auf irgendeiner Festplatte speichern und in 10 Jahren auf mehreren PCs deiner Wahl installieren. Die Spiele enthalten die zu dem Zeitpunkt neuesten Patches und sind auch ohne Internet installierbar und lauffähig, sofern es sich um Singleplayer-Spiele handelt. Gegen abgeschaltete Server von Multiplayer-Spielen hilft das natürlich auch nichts. Im PC-Bereich gibt es aber immer wieder Leute, die ihre eigenen Server für alte Spiele herrichten oder Anleitungen dafür zur Verfügung stellen. So sterben Spiele wenigstens nicht komplett. Wenn ihr als PC-Spieler die Wahl habt, ein Spiel bei Steam oder GOG zu kaufen, solltet ihr euch lieber für GOG entscheiden. Zumal die auch optional einen guten Spiele-Launcher anbieten, in dem man demnächst auch viele Spiele aus anderen Launchern wie Origin oder Steam starten können soll. Fazit. Wie ihr seht, ist der Computerspielemarkt komplizierter geworden. Es ist nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen, was ihr da kauft und was damit alles passieren kann. Es gibt leider keine wirklich tolle allgemeine Lösung oder Empfehlung, die ich hier geben kann. Denn ob es nun eine Disk oder ein Download ist, wir sind in vielen Fällen dem guten Willen von großen Unternehmen ausgeliefert. Wenn ihr Ideen habt oder Erfahrungen zu dem Thema teilen wollt, schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere am besten den Kanal. Besuch meine Patreon-Seite, um zu erfahren, wie du Mittagspackung direkt unterstützen kannst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!